Hallo und herzlich willkommen hier im ZDG Kochstudio. Ich bin Rahel und ich koche heute für euch ein veganes Moussaka. Vielleicht habt ihr dieses Gericht schon mal probiert oder schon mal davon gehört, denn es ist ein eher bekanntes Gericht, das es in vielen verschiedenen Ländern gibt. Unser Rezept ist inspiriert von der griechischen und türkischen Küche und wir verwenden natürlich nicht wie traditionell Lammfleisch, sondern wir machen das Ganze vegan mit Sojahack. Und wie das geht, zeige ich euch jetzt. Zuallererst habe ich hier heißes Wasser und das gieße ich über das Sojagranulat und lasse es 10 Minuten lang quellen. Als nächstes erhitze ich etwas Olivenöl in einem großen Topf. Dann habe ich hier Zwiebeln fein gewürfelt und die brate ich jetzt für ungefähr 3 Minuten. Dann kommt der Knoblauch dazu, der ist auch fein gewürfelt. Für ungefähr 1 Minute. Dann habe ich hier Sojagranulat, das hat 10 Minuten lang gequollen, dann habe ich es abgegossen und noch so ausgequetscht, dass die Flüssigkeit rauskommt. Es wird auch mit angebraten, zusammen mit Tomatenmark. Dann lösche ich mit Gemüsebrühe ab. Dann habe ich hier eingelegte Tomaten aus dem Glas. Die sind geschält und die zerdrücke ich jetzt noch ein wenig mit dem Pfannenheber. Dann kommen noch die Gewürze dazu, und zwar einen Teelöffel Kreuzkümmel, einen gestrichenen Teelöffel Zimtpulver, einen Zweig Rosmarin und 2 Esslöffel Tamari. Und dann kommt auch noch Räuchersalz dazu. Ordentlich viel, also ungefähr 1 Teelöffel. Alles einmal verrühren und dann lasse ich die Soße 1 Stunde lang köcheln. Fürs Moussaka brauche ich auch Kartoffeln. Die habe ich hier schon mal aufgesetzt in kochendem Wasser mit Salz. Als nächstes bereite ich die Bechamelsoße zu. Dazu habe ich hier vegane Butter, die erhitze ich in einem Topf. Dann habe ich hier Vollkorn-Dinkelmehl, das ich einrühre. Wir wollen hier eine nicht zu fettige Bechamelsoße machen und haben deswegen weniger Butter verwendet. Und beim Rösten vom Mehl seht ihr, da bilden sich so leichte Klümpchen. Das macht aber nichts, die Soße wird nachher noch durch ein Sieb passiert. Als nächstes kommt Gemüsebrühe dazu. Dann Sojadrink. Dann kommt noch ein Lorbeerblatt dazu, etwas Muskatnusspulver, Edelhefeflocken, etwas Salz und Pfeffer. Und dann lasse ich die Soße während 10 Minuten unter ständigem Rühren kochen. So, nach 10 Minuten sieht die Bechamelsoße so aus. Und ja, die darf so dick sein, damit sie dann später, wenn wir das Moussaka zusammenstellen, damit sie nicht so einsinkt, sondern obendrauf schön gratiniert. Als nächstes kommt die Bechamelsoße durch ein Sieb. Bevor wir ans Schichten kommen, zeige ich euch, wie ich die Auberginen vorbereite. Ich habe hier die Aubergine in Scheiben geschnitten, dann mit Salz einmassiert sozusagen und die haben jetzt noch abgetropft. Das restliche Wasser tupfe ich jetzt noch ab mit einem Küchenpapier. Sobald die Pfanne heiß ist, bepinsel ich die Auberginenscheiben mit Olivenöl. Bepinsel sie natürlich auf beiden Seiten. So, die Tomatensauce mit dem Sojahack hat jetzt 1 Stunde lang geköchelt. Ich entnehme jetzt noch den Rosmarinzweig und schmecke nochmal mit Salz und Pfeffer ab.
Hier ist es wichtig, dass wirklich genug Salz und Pfeffer in den verschiedenen Komponenten fürs Moussaka sind. Also, dass die Soße genug Salz und Pfeffer hat, die Bechamelsoße, auch die Auberginen haben etwas Salz bekommen, dadurch, dass ich das Salz eingerieben habe, damit das Wasser entzogen wird. Und auch die Kartoffeln wurden in Salzwasser gekocht. Wunderbar, da ist genug Salz dran. Dann kommt etwas Olivenöl in die Auflaufform, dann einpinseln und dann kommen die Kartoffelscheiben. Dann verteile ich die Auberginenstücke da drauf. Dann kommt die Soße drauf. Dann vielleicht einmal kurz auf den Tisch klopfen, damit sich das Ganze auch gleichmäßig verteilt. Dann mit dem Parmesanersatz bestreuen, den habe ich selber gemacht. Als letztes kommt noch die Bechamelsoße drauf. Die tue ich jetzt einmal nochmal aufschlagen, kräftig aufschlagen und dann verteile ich die Bechamelsoße hier drauf. Dann die Soße schön gleichmäßig verteilen, die Bechamelsoße. Und dann kommt das Moussaka in den vorgeheizten Ofen für 40 Minuten. Wow, ein richtig tolles Gericht. Wie ihr seht, kann man auch Moussaka vegan machen und es gibt so ziemlich kein Gericht, das man nicht veganisieren könnte. Viele veganisierte Gerichte findet ihr auf unserer Webseite ztg.de, so auch dieses hier. Das findet ihr auch unten in der Infobox verlinkt. Probiert's aus. Es ist ein wirklich tolles Rezept für die ganze Familie und ja, das war's auch schon. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.